Servus, ich bin's, der Philipp aus dem Pomade-Shop Headquarter in Ottobrunn und heute zeige ich euch Brosh, und zwar Brosh Far East. Das ist die sehr feste, wasserbasierte Pomade von Brosh. Wie ihr vielleicht in unserem Short, in der Zusammenfassung schon gesehen habt, Brosh kommt aus Japan, das sind die Kultbarbiere dort seit 2017, sehr bekannt auch für ihre Rockabilly-Frisuren, die sie da kreieren. Sind so ein bisschen wie Reuzel quasi in den Niederlanden und man sieht, die Dosen sind auch der absolute Hammer. Es ist eine sehr dicke Dose, also wirklich eine stabile, feste Dose, die massiv richtig gut in der Hand liegt. Und das Design für Brosh typische Eule und mit dem Barber Pole dran. Und gerade bei der Far East sieht man ganz gut dieses japanische Design eben mit den Schriftzeichen unten und Kanji oben und eben dieses auch leicht angeschrägte Far East. Wenn wir die Dose aufmachen, sieht man, es ist eine ganz klassische wasserbasierte, die ein bisschen dunkler ist, ein bisschen eingedickt ist. Ich habe es schon einmal ausprobiert und sie riecht sehr frisch nach Johannisbeere und Limette. Also es ist ein sehr fruchtig frischer Duft, der vor allem sehr gut im Sommer funktioniert. Und wenn man da jetzt eine Menge rausnimmt, also man sieht die Dose, das hängt sozusagen, also es ist wirklich eine sehr feste, eine die nicht zu fest rauszunehmen ist, aber schon ordentlich klebt. Und vor allem, wenn ich da was rausnehme, dann sieht man, das zieht wirklich ordentlich Fäden. Also da kann man einiges mitmachen. Ich nehme jetzt erstmal so eine Menge. Meine Haare sind noch leicht feucht, beziehungsweise schon noch ordentlich feucht, aber das ist bei mir gar nicht mal so schlecht, gerade bei wasserbasierten Pomaden, dass sie nicht so schnell anziehen. Und dann kann ich die ganz easy verreiben. Man merkt aber schon, die hat schon ordentlich Wumms dahinter. Und man sieht vielleicht auch im Video, es zieht auch zwischen den Händen ordentlich Fäden. Das Besondere bei Brosh ist, die wurden, wie gesagt, in Japan entwickelt. Dadurch sind sie aber vor allem auch für sehr dicke, störrische, feste Haare geeignet. Das heißt, all diejenigen, die vor allem bei wasserbasierten, denen es vielleicht ab und zu mal ein bisschen zu schwach ist, könnten bei Brosh, vor allem bei der Far East, deutlich weiterkommen als bei anderen Pomaden. Und dadurch, dass sie auch in Japan eben entwickelt wurde, hält sie wirklich besonders gut feuchtes, warmes Klima aus. Also gerade wenn ihr viel schwitzt oder auch im Fitnessstudio seid, da ist das natürlich sehr, sehr gut. Auch wenn ihr irgendwie mal im Urlaub nach Asien fahrt, nach Südostasien, dann hält die Pomade einfach ein bisschen mehr aus als andere wasserbasierte. Genau, man sieht, es glänzt schon. Und dann gebe ich mit einem etwas gröberen Kamm erstmal durch. Und dadurch, dass die Haare jetzt noch feucht sind, geht das Ganze ganz easy. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die quasi anzieht, weil meine Haare so feucht sind, aber ich habe lieber ein bisschen mehr Zeit, bis es anzieht, als wenn es dann sofort fest wird und ich dann nicht mehr schön nachkämmen kann, aber dadurch, dass sie eben so zäh ist, so klebrig ist und sofort eigentlich auch eine gewisse Festigkeit gibt, sieht man, dass obwohl ich recht dünne Haare habe und Probleme mit Volumen habe, weswegen ich halt öfter einen Slickback style, sieht man eigentlich, dass ich da schon auch in die Höhe gehen kann. Also wenn ich mir jetzt noch mehr Zeit nehme, ein bisschen warte, bis die Pomade anzieht, dann könnte ich noch schöner in die Höhe gehen, aber man sieht, die Pomade, die Far East, die ist auch schon wirklich sehr gut für Slickbacks, aber auch eben für die etwas höheren Tollen sehr gut geeignet. Und das Ganze würde jetzt in so in den nächsten 15, 20 Minuten fest werden, anziehen und dann habt ihr eigentlich wirklich den ganzen Tag Bombenhalt. Man riecht's auch, es riecht schön frisch nach Johannisbeere und Limette. Also die Far East, gerade für wirklich festen Halt, für Halt, der auch bei feuchtwarmem Wetter halten soll, der Schweiß aushalten soll. Für diejenigen, die im Handwerk arbeiten oder in der Küche arbeiten, ist das wirklich die gute, feste, solide Pomade, die euch durch den Tag bringt. Genau, die Far East von Brosh kann ich nur empfehlen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, falls ihr auch zu anderen Pomaden Fragen habt, und lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Video.